Die Daten des nächsten Elektroautos von BYD, welches noch dieses Jahr auch bei uns startet, sind endlich offiziell. Nämlich vom BYD Sea Lion 7. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Auf den Kleinwagen Seagull, den kompakten Dolphin und die Limousine Seal folgte im ersten Halbjahr 2024 auf dem Heimatmarkt der Sea Lion 07. Dabei handelt es sich um einen Crossover aus SUV und Coupé, der bereits im Herbst 2023 bei der Guangzhou Autoshow erstmals dem Publikum präsentiert wurde. Knapp ein Jahr später erfolgte die Europapremiere beim Pariser Autosalon 2024. Allerdings tritt das Elektroauto bei uns unter leicht geändertem Namen auf. In Europa heißt er BYD Sea Lion 7. Und bei dem soll es auch in Europa nicht bleiben, denn in China folgt direkt der Sea Lion 5 und 6, die ebenfalls zu uns kommen sollen. Für das Design des Elektroautos ist, wie schon häufiger erwähnt, das Team des deutschen BYD-Designchefs Wolfgang Egger verantwortlich, der vor allem bei Alfa Romeo, Seat und Audi designt hat. An der weitgehend geschlossenen Frontpartie des Sea Lion 7 erkennen wir Stilelemente des Seal wieder, darunter die x-förmig gestaltete Frontschürze und die eng zusammengekniffenen LED-Scheinwerferaugen mit nach unten gezogenen Tagfahrleuchten. Auch die seitlich in den Stoßfänger eingelassenen Luftöffnungen erinnern an den Limousinenbruder. Weitere Ähnlichkeiten zwischen Sea Lion 7 und Seal: die bündig in die Karosserie versenkten Türgriffe, die direkt darunter verlaufenden seitlichen Charakterlinien und die farblich abgesetzten Schwellerleisten. Im Bereich der seitlichen Fenster erinnert der Elektro-Crossover von BYD dagegen eher an den VW ID.5, gegen den er auch konkurriert. Das metallische Styling-Element an der D-Säule kennen wir so ähnlich vom elektrischen Volkswagen. Am Heck gibt es einen weit herausgezogenen Dachspoiler, eine kleine Spoilerlippe unterhalb der Scheibe und einen schwarzen Schürzeneinsatz mit angedeutetem Diffusor. Die Lichtsignatur verläuft hier über die gesamte Breite. Da bei der Cell-to-Body-Konstruktion das Dach des Batteriepakets gleichzeitig den Boden des Innenraums darstellt, gewinnt BYD hier etwas Platz. Der Sea Lion 7 bietet genug Raum für 5 Insassen und deren Gepäck. Das Kofferraumvolumen variiert zwischen 520 und 1789 Litern. Innen setzen sich die fließenden Formen der Karosserie fort, wobei die doppelstöckige Mittelkonsole zusätzlichen Stauraum bietet. Je nach Ausstattungsvariante bestehen die Sitzbezüge aus veganem oder Nappa-Leder. Im Interieur sind 2 Farbvarianten erhältlich, welche die 4 angebotenen Außenfarben ergänzen. Wie bei BYD üblich dient ein drehbarer 15,6 Zoll großer zentraler Touchscreen, der sich sowohl im Quer- als auch im Hochformat sowie per Sprachsteuerung nutzen lässt, als Infotainment-Schnittstelle. Hinzu kommt ein 10,25 Zoll Instrumentendisplay. Der Sea Lion 7 bietet 4 USB-Anschlüsse je 2 vorn und hinten sowie eine Ladeschale, in der Smartphones induktiv geladen werden. Der BYD Sea Lion 7 ist 4,83 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,62 Meter hoch bei einem Radstand von 2,93 Meter. Mit dem Seal stimmt auch die technische Basis des BYD Sea Lion 7 überein. Es kommt ebenso die E-Plattform 3.0 zum Einsatz, welche die Antriebsarchitektur vorgibt. Beim Basismodell und bei der mittleren Version sitzt der einzige Elektromotor an der Hinterachse. Als Alternative gibt es eine Allradversion mit je einer E-Maschine pro Achse. Es wird also Varianten mit 170 kW oder 231 PS bzw. 230 kW oder 313 PS als Hecktriebler geben, wobei das Einstiegsmodell vorerst wohl nicht nach Europa kommt. Das maximale Drehmoment des stärkeren und gut 2,2 Tonnen schweren Hecktrieblers beträgt 380 Newtonmeter. Von 0 auf 100 soll es in 6,7 Sekunden gehen. Als Allradler kommt der BYD Sea Lion 7 auf 390 kW oder 530 PS sowie höchstens 690 Newtonmeter. Die Fahrleistungen der Top-Version, die je nach Ausstattung über 2,4 Tonnen wiegt, sind 0 auf 100 in 4,5 Sekunden und 215 km/h Topspeed. Chinesischen Medienberichten zufolge soll es den Crossover in der Heimat später zudem mit Plug-in-Hybridantrieb geben. Der BYD Sea Lion 7 ist, so er mit reinem E-Antrieb vorfährt, mit der sogenannten Blade-Batterie sowie Cell-to-Body-Technologie ausgerüstet. Der kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Akku mit besonders hoher Energiedichte ist demnach mit seiner Aluminium-Wabenstruktur als tragendes Bauteil in das Chassis des Autos integriert.
Das soll neben der Torsionssteifigkeit die passive Sicherheit bei Unfällen verbessern. Die Kapazität variiert zwischen 82,5 und 91,3 Kilowattstunden, wobei das Reichweitenspektrum nach der chinesischen CLTC-Norm 550 bis 610 Kilometer abdeckt. Der kleinere Akku kann mit einer maximalen Power von 170 kW laden, während beim größeren Pendant sogar bis zu 230 kW möglich sind. Der BYD Sea-Line 7 kommt in Europa in den 3 Modellversionen Komfort, Design und Excellence auf den Markt. Der Sea-Line 7 Komfort verfügt über den Heckantriebsstrang und die kleinere Batterie, während die Design-Variante diesen Akku mit dem Allrad-Layout kombiniert. 2 Motoren und den großen Energiespeicher gibt es nur in der Top-Version, die zudem eine Vollausstattung mit unter anderem Nappa-Ledersitzen und Head-Up-Display mitbringt. Der BYD Sea-Line 7 soll bald in Europa bestellbar sein, entsprechend werden die Preise in Kürze bekannt gegeben. In seiner Heimat kostet er mindestens umgerechnet etwa 24.500 €. Die Preise dürften dann bei uns deutlich höher liegen als in seiner Heimat, da der kleinere und technisch eng verwandte Seal hierzulande mindestens 44.990 € kostet und zudem Strafzölle für chinesische E-Autos seitens der EU die Marge schmälern, dürfte der Hersteller den China-Preis hier in etwa verdoppeln. Die Auslieferungen sollen noch vor Jahresende 2024 starten. Wie gefällt euch der BYD Sea-Line 7? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Auch alle Songs in all meinen Videos sind von mir selbst produziert und die findet ihr ebenfalls in der Beschreibungsbox. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!